Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und einem Großprojekt im 1:1 Maßstab. Denn ich möchte mir nach vielen Hobbyjahren zwei langjährige Wünsche erfüllen. Zum einen soll endlich ein ausreichend großer Spieltisch her, der mir zweitens gleichzeitig auch als Basteltisch dienen soll. In diesem Video geht es zunächst um die Planung, im zweiten Teil wird der TWS-Tisch dann gebaut. Ich denke, einen Spieltisch wünscht sich wohl so ziemlich jeder Tabletop-Spieler. Das haben natürlich längst auch schon einige Hersteller erkannt, die teils richtig luxuriöse Möbelstücke zum Preis eines Gebrauchtwagens anbieten. Aber auch günstigere Kombilösungen sind längst am Start, um einen Spieltisch elegant in die eigene Wohnung integrieren zu können. Letztlich hat natürlich jeder seine eigenen Wünsche und Vorstellungen, wie sein perfekter Spieltisch aussehen soll. Schick und edel als Centerpiece im eigenen Hobbykeller? Oder doch eher schlicht und praktisch, damit man das Möbelstück auch als Küchen- oder Esstisch nutzen kann. Bei mir sind die Überlegungen folgende. Die Größe der Tischfläche soll etwa 150 x 150 cm betragen, um nahezu jedes Spielsystem bequem drauf zocken zu können. Der Tisch soll auch als Basteltisch für Großprojekte herhalten können. Die Höhe soll daher um die 80 cm betragen, damit man am Tisch auch bequem stehen kann. Unter der Tischplatte soll es ausreichend Staufläche geben, um Gelände und Bastelmaterialien lagern zu können. Außerdem soll der Tisch möglichst flexibel sein und muss sich innerhalb des Zimmers bequem bewegen lassen. Mein kombinierter Bastel- und Spieltisch für meinen Hobbyraum soll in erster Linie praktisch und kein super edles Möbelstück fürs Wohnzimmer sein. Beim Baumaterial tendiere ich daher zu Kiefernholz. Kiefer ist ein günstiges und helles Holz und man hat in Baumärkten direkt eine große Auswahl an fertigen Platten, Leisten und Rahmenhölzern. Um den Tisch flexibel im Raum bewegen zu können, plane ich für die Tischbeine stabile Lenkrollen ein, einige davon zum Feststellen. Insgesamt brauche ich 8 Lenkrollen, was ca. 50 € kosten wird. Zudem werde ich den Tisch nicht in einem Stück von 150 x 150 cm Fläche bauen, sondern als zwei Tische von je 75 x 150 cm, um sie wahlweise zu einer großen quadratischen Fläche oder auch mal nebeneinander zu einer langen Ablagefläche zusammenstellen zu können. Momentan tendiere ich für die beiden Tischplatten zu 27 mm starkem Kiefernholz. Bei 150 x 150 cm Gesamtfläche und einem Quadratmeterpreis von rund 66 € wären dies knapp 150 €. Die dafür nötigen 8 Tischbeine werden aus 7 x 7 cm dicken Rahmenhölzern bestehen. Dank der Rollen müssen die Tischbeine nur knapp 70 cm lang sein. Daher werde ich nur 2 Hölzer von je 300 cm Länge zu jeweils knapp 20 € kaufen müssen, also insgesamt Holz für 40 €. Hinzu kommen noch einige weitere Meter Rahmenholz bzw. Leisten, die für Stabilität und die Stauraumkonstruktion unter der Tischfläche sorgen sollen. Dafür werden auch noch 2 weitere Platten benötigt, wobei hier einfache Kieferregalböden für insgesamt knapp 40 € reichen sollten. Mal abgesehen von einigen Leisten wären dies bislang also schon mal 280 €. Mit den zusätzlichen Hölzern bzw. Leisten für die Stauraumkonstruktion, Schrauben und Winkeln sowie einem Holzlack zum Versiegeln plane ich aktuell mit um die 450 € an Gesamtkosten. Klar, das ist kein Schnäppchen, aber für ein individuelles Möbelstück zum Spielen, Basteln und Arbeiten eine für mich akzeptable Investition. Ein großes Fragezeichen sind für mich aber noch die verschiedenen Verbindungen, also wie ich die Tischbeine von unten an die Tischplatte setze und daran die Stauraumkonstruktion befestige. Schon von der Optik her möchte ich so wenig wie möglich mit sichtbaren Winkeln arbeiten. Andererseits habe ich aber auch leider keinen Zugriff auf eine Tischlereiwerkstatt oder entsprechendes Profiwerkzeug. Wer also von euch konkrete Ideen oder als Hobbytischler nützliche Tipps parat hat, darf sie gerne im Kommentarbereich hinterlassen. Dafür schon mal vielen Dank im Voraus. Ansonsten werde ich natürlich auch selbst noch etwas recherchieren, bevor ich mich ans Tischlern und an den zweiten Teil dieses Videos mache. Wir sehen uns aber erstmal nächsten Freitag. Bis dann!